Mesdames et Messieurs, auf geht's zur Tour de France. Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, heute packen wir aus. Ein kleines Unboxing-Video wird es. Ihr seht es hier schon vor euch. Es handelt sich um eine Transit-Startpackung vom VEB Pico mit der Artikelnummer 5480-5-12 oder Katalognummer 5-0641. Das ist die Anlage D-Zug mit französischer Lok zum EVP von 66,50 Mark. Dieses Set war optimal, um mit dem Modellbahn-Hobby in Spur N zu beginnen. Von diesen Startsets gab es einige. Ich habe hier das Glück gehabt, dass ich eine Startpackung mit der wunderbaren französischen Schnellzuglokomotive der Reihe BB 9200 der SNCF, also der französischen Staatsbahn, bekommen konnte, und das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Dieses Set wurde ab 1969 verkauft und es beinhaltet alles, um mit dem direkten Fahrbetrieb zu beginnen. Die Packung ist wunderbar gestaltet, hier in Gelb mit den umlaufenden orangen Streifen, dem stylischen N. Und was ihr dreht, hier der Transit-Schriftzug, Klarsichtfolie, um reinzuschauen, und insgesamt eine wunderbare Verpackung, die nicht nur einen schönen Inhalt beinhaltet, sondern eben auch ein Augenschmaus darstellt. Dann wollen wir mal das Ganze aufmachen. Deckel runter und wir schauen rein. Darin befinden sich links oben das Folienfahrgerät oder der Trafo. Wenn man ihn rausnimmt, der ist aus demselben Material wie die Verpackung insgesamt, also ziemlich dünn, sehr materialökonomisch gestaltet, also wirklich ultra dünn. Dieses Fahrgerät, der Trafo, konnte betrieben werden mit zwei 9-Volt Batterien, flach, die unten eingelegt werden konnten. Und hier oben ist dementsprechend der Fahrregler, der sich stufenlos verstellen lässt. Dann haben wir 3 D-Zugwagen. Das sind die UIC-Y-Wagen, die 1962 zum ersten Mal in Dienst der Deutschen Reichsbahn gestellt wurden und vom VEB Waggonbau Bautzen gebaut wurden. Es sind die 3 hier alle zweite Klasse, haben eine Länge von 14,4 cm mit Inneneinrichtung, man sieht es hier in Orange. Die Gummilippen. Insgesamt ein recht gut gearbeitetes Modell. Dann die E-Lok, das ist die BB 9210 der SNCF in dunkelgrün. Es ist das Messemodell noch von der Erstausgabe. Die Verglasung oben wurde nachträglich eingesetzt und die Pantographen sind noch starr. Also es handelt sich hier um eines der ersten Modelle.
Die vierachsige E-Lok wurde zwischen 1957 und 1964 gebaut, ursprünglich für den Schnellzugbetrieb, beispielsweise den berühmten Le Capitole zwischen Paris und Toulouse, später auch im Südfranzösischen unterwegs gewesen, zog dann später auch andere Reisezug- und auch Güterzüge. Und Ausmusterung erfolgte erst in den 2000ern. Dann beginnen wir mit dem Zusammenbau des Ganzen. Wir haben enthalten hier 2 Schienen, 22 cm lang, eine Anschlussschiene, eine gerade, dann 8 mal Kurven, Radius 193 und 45 Grad. Und damit lässt sich ein Oval zusammenbauen von 66 cm Länge und 38 cm Breite. Mir ist dann später aufgefallen, dass ich in der Startpackung hier die falsche Lok habe, das ältere Modell mit Hakenkupplung. Hier gehört eigentlich ein Modell rein mit Bügelkupplung. Dadurch, dass ich so eine Lok noch in meiner Sammlung habe, habe ich es spontan dann ausgetauscht und hier fährt die mit Bügelkupplung. So konnte es damals auch sein, wenn man dieses Paket jemand geschenkt hat. Es direkt auf den Tisch aufgebaut und sofort konnte losgespielt werden. Ich habe es hier statt an den Folientrafo, habe ich es an meinen FZ1 angeschlossen und so konnte dann bis spät in die Nacht gespielt werden. Im Folgenden möchte ich euch ein wenig Fahrbetrieb zeigen, also FZ1 auf Fahrt und los geht es. Ich habe die Anlage etwas erweitert und um eine Kulisse ergänzt, durch die der Zug sich hier bewegt. Das Dorf, welches ich hier aufgebaut habe, besteht ebenfalls aus DDR-Artikeln von Mamos und später Vero. Die Fußgängerbrücke ist von Dahmer. Diese Häuser sollen dann später auch auf meiner Anlage ihren Platz finden.
Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über ein Abonnement würde ich mich sehr freuen, natürlich auch über eure Kommentare. Vielleicht habt ihr selbst so ein Set gehabt und könnt etwas darüber berichten. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, aktiviert doch die Glocke. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, Glück auf und fahrt frei.